Hoho und willkommen zurück zu Vampyr. Wir suchen immer noch den trostlosen Heiligen, Schon, Umfeld der Notunterkunft. Und das ist ja schon mal gut. Wir sind der Sache also näher gekommen. Wir sind gerade vom Themseufer hierher gelangt. Und ist er das? Nee, das ist er Good nicht. evening, Mr. Throgmorton. Ah. Dr. Reid, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? Du meinst die 3 Vampire da unten am Dock? Er ist so lächerlich. You've never faced, let alone killed a vampire, Ichabod. You're a fraud. No, I'm not. I may embellish the truth concerning my achievements, but I'm totally dedicated to my quest. Stop fooling yourself. You've never faced a vampire before. You wouldn't stand a chance. Well, that's not true, sir. I've already faced one of these creatures. Oh, really? And you're still alive. Well, we did not actually fight. I let it go. What do you mean? I entered the vampire's den. The stench was terrible. I was ready to kill it. But then I saw it. Just a suffering soul like you and me. I spared her. Okay. Tell me about the vampire you spared. It was... She was a girl. Her body was a mess. I could see pus running from the deep wound. She was crying in pain. You cared about her. That's what defines us as human, Ichabod. Yes, but she was a truly evil creature. I'm haunted by the tragedies she caused ever since I spared her. Okay. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour. But I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there... they have plenty of reasons to hide. Ist es vielleicht direkt hinter dir, mein Guter? Goodbye. And good hunting, Mr. Throgmorton. Das sieht hier doch sehr nach sowas aus. Okay. It's locked. It's locked, all right. So. Ich muss das mal lernen mit dem Schlösser knacken. Hallo, Good gute evening, Dame. miss. I'm Dr. Jonathan Reid. May I have your attention for a minute? Good evening, sir. My name is Giselle Paxton, but I don't have time for men like you. Have we met before? No, but I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at night. That's quite judgmental of you. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. Aha. You speak of strikes and class enemy. Am I right to assume you're involved in trade union activism? You bet I am. Well, I was. Nowadays, I'm just another worker blacklisted by the big companies. You lost your job because of your beliefs. Those bastards really hate a worker who refuses slave wages and unsafe conditions, especially when it's a woman. Isn't the whole point of trade unions to help workers in need? Why don't they support you? A few nights back, I lost the money my companions had asked me to hide. With me and my sister being penniless, they thought I stole it. What really happened? I drank too much that night. Strange men saw me count the money in that bar. Some sort of militia in uniform. I'm sure they robbed me. Okay.
May I ask what you do for a living? I'm killing myself scraping for a living. And you? Have you ever had to struggle in your entire life? As I told you, I'm a doctor. You have to work a lot to earn that title. Oh, a doctor. Born with money in a nice house, were we? Was Daddy a banker or a doctor himself? Why such hatred? Are you judging me by my clothes and my job? Course I am. Fuck, you're so blind. You don't even see your privilege. Lazy people like you disgust me. Lazy. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? What is it you want? Does he owe you money? Has he displeased your Royal Highness? I'm no snitch, Mr. Fancy Pants. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Ich kann nicht sagen, dass das ein sonderlich nettes Gespräch war. Ah, schön. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reid. Can I help you? A fancy doctor lurking at night by the docks? Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town? You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. Ah, ihre Schwester. Okay, das kann ja nett werden. Is it not dangerous to work here at night? As long as I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides me and my sister a bed and a roof. I don't want to lose that. Are you homeless, Miss Paxton? Mr. Hampton's night asylum is our new home now. It's a safe place for me and my sister. What can you tell me about the sad saint? It's just the nickname of Sean Hampton, the sad saint of the East End. He gave me shelter, and he is not always sad. What can you tell me about this place? How are things here? It may be okay for a strong girl like me, but a dandy doctor from the city like yourself, you better watch your back, Mr. Reid. You better watch your back, little miss. Which local dangers must I avoid? Well, the gangs, the thieves, the drunks, the jobless. A man with your fancy clothes will attract a lot of attention. Well, I am not someone so easily intimidated. Glad to hear that. And if you get into trouble, you can always seek help at Sean Hampton's shelter. No one would dare to be violent there. Gut. You really think I should go back to a safer place, miss? No. I think you would better stay and help as many people as you can. Just avoid the wet boot boys. Those bastards are worse than the epidemic. Gut zu wissen. Aber sie ist auf jeden Fall versöhnlicher als ihre ältere Schwester. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. Why do you want to see him? He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left abruptly. I see. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him soon enough. Goodbye, Ja. Miss Paxton. Das war doch mal endlich eine nette Antwort. I know I promised you I'd make everything right, Mum. Ich gucke mich hier erstmal ein bisschen um. Alte Zeitung. Die Bombe explodierte kurz nach Tagesanbruch vor der Munitionsfabrik Dawson und Dawson, den größten Arbeitgeber des Bezirks. Die Detonation zerstörte alle Fenster der Fabriken in North Southwark. Es grenzt an ein Wunder, dass bei dem Anschlag nur 2 Menschen gestorben sind, bestätigt Chief Superintendent Alexander Brighton. Okay. It's locked. Ich glaube ja nicht, dass sein Büro da unten ist. Aber mal gucken.
Ich tippe ja eher auf oben. Ja, es tut mir leid, aber ich muss erst alles absuchen hier. Das scheint mir doch ein Büro zu sein, aber hier ist er nicht, okay. Kann ich hier hoch? Da unten ist er. Okay. Sehr schön. Gefalteter Zettel. Gott vergib mir, was ich nun beichte. Manchmal wünsche ich hätte Dyson Delaney niemals vor dem Ertrinken gerettet, als ich in den Kanal fiel. Okay. Naja, es ist halt nicht immer einfach, immer der Retter zu sein. Okay, hallo. Why the long face, Doctor? Du siehst aber nicht gut aus. Is it all that worries you, Sean? My long face? Really? This is a blessing for me, to become a Skul. Immortality gives me more time and energy, if truth be known, to run a shelter. What more could I want? Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Okay. Ist also jetzt ein Skul. Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. Do you think this is a blessing when God's own house and holy symbols repel you? If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. Nein, aber du musst Blut trinken. But you must drink blood now to survive. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. So saith the Lord. I only need to eat flesh, no blood. Okay. Why return here? This is my home. These people are my flock. You will always find me where I am needed. Wonders never cease. Skul managing an asylum. And what of you? A vampire doctor? Meals laid out before you. Yet you restrain? And what about William Bishop? He tried to take care of you. But this hunger, this thirst, cannot be restrained. Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. But have faith. My will is far stronger than his.
Ich weiß nicht. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. But you were close to her. Of course. But she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. Very well. You have definitely intrigued me. I hope you're right, Sean. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I surrender myself to your judgment. We'll have a talk when you've returned from the sewers, Dr. Reid. Ich wollte doch nur gucken, ob ich dich unter Kontrolle bringen kann. Na gut. Das ist ja schon mal interessant. Ja, da hinten leuchtet noch was. Noch eine Notiz. Lieber Gott, dies ist mein Gebet für meine geliebte Mutter, Gertrude Paxton, die nur im Himmel auf ihre Töchter wartet. Okay. Okay. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss den Zugang zur Kanalisation finden. Natürlich muss ich hier lang. Hallo. Back in the grind. Okay. Schön zerspratzt, aber wir hinterlassen irgendwie keine Blutspuren. Ist es ein Baby oder eine Katze? Egal. So, erst den Großen. Komm her. Der Typ gefällt mir nicht. Er hätte mich fast umgebracht. Waren das alle? Okay. Ich muss mich erstmal erholen. Das wird wohl der Zugang sein.
ja gespannt, ob das eine Falle ist. Okay. Na super. Ich soll also aufpassen. It's locked. That doesn't work. Okay. Ich gucke mich erst einmal hier oben um. Bevor ich runtergehe. So that's it. These wheels control the water level. Okay. Oh, jetzt fließt da mehr Wasser und ist das irgendwie von Bedeutung? Ich drehe es jetzt mal nochmal zurück. Das ändert nicht wirklich was. Außer, dass ich jetzt da durchwarten kann, was ich vorher vielleicht auch schon konnte. Ich muss ja irgendwas machen können. Ah. Okay. Jetzt komme ich nicht weiter, oder wie? Lass mich raten, die Strömung ist zu stark. Jetzt ist es zu. Das ist aber komisch. Da komme ich nicht lang. Jetzt muss ich doch irgendwie... Da hinten ist doch wer. Aber wie komme ich da hin? Ja. Und wie kriege ich dieses Gitter auf? Ich muss hier irgendwie... Ich brauche noch irgendwas anderes. Kann ich jetzt das Ding betätigen hier? That doesn't work. Ja, aber warum funktioniert es nicht?
Verstehe. Gott, manchmal ist es doch zu einfach. Ich habe nicht gesehen, dass ich das da ausdrehen kann. Aber jetzt muss ich doch hier irgendwie hochkommen. Das gibt's doch nicht. Ich suche verzweifelt nach irgendwas, das mich weiterbringt. Da unten ist doch auch noch eins. Aber das kriege ich wahrscheinlich nicht auf. Ist hier auch noch irgendwo ein Rädchen dafür? Ah, das funktioniert nicht, okay. Ehrlich zu sein, bin ich ein wenig überfragt, wie ich jetzt hier weiterkommen soll. Muss doch da irgendwie. Also, beim besten Willen komme ich da nicht durch. Erscheint auch kein A, wo ich mich hin teleportieren könnte. Verdammt. Ich weiß es nicht. Ja, dann geht's mal wieder zu. Ich werde mal kurz schauen, ob ich irgendwas dazu finde. So, willkommen zurück. Ich bin nochmal zu der Steuerkonsole hier vorne gegangen. Wir müssen nämlich erst die beiden Rohre zumachen, dann öffnet sich das Ding. Und dann können wir auch da lang gehen. Muss man erstmal drauf kommen. Ja. Schön. So viel dazu. Ein Skul. Ich habe ihn doch schon gehört. Wo ist er? Okay. Die Leiche ist aber noch nicht so alt. Wie das Skelett da hinten. Bleib draußen. Achtung oder Vorsicht. Betreten auf eigene Gefahr.
can't believe I'm doing this. Kann ja nicht schaden. Also diese Kanalisation ist sehr verzweigt. These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again! The one they call the sewer dog. Hold your tongue, newborn, or I'll crush you like a maggot. You've let the beast consume you. Finally, a touch of lucidity. Learn to respect the laws of Ascalon. Aha. Danke. Das ist... ja... Ich glaube, ich hätte vorher leveln sollen, aber ich wollte jetzt nicht nochmal extra zurückrennen. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, zurückzurennen, weil das wird so nichts. Wenn er mich mit 2 Schlägen tötet, dann... ist das schwierig. Ach, es ist einfach auch so lange. Na gut, wir versuchen es nochmal. This is despicable. Hier war doch noch irgendwo. I have this thirst for blood. Hier war doch noch eine. Oder? Da. This is despicable. Ja, die letzte. Wo ist die letzte? I have this thirst for blood. Okay. Ich probiere das nochmal. You shall learn to respect the laws of Ascalon. Okay, ich glaube, er hat uns eben nur vorher auf den falschen Fuß erwischt. Kann das sein? Au! Once you vanished, I'll slaughter these skulls while singing your name. Toll. Jetzt hat er sich auch noch geheilt, oder was? Ja. Ich laufe dann mal den Weg zurück, level mich auf und laufe wieder hierher. Also bis zur nächsten Folge. Ciao!